Okay, jetzt ist Zeit für Wert, die Hitze, das Segment in unserer Sendung, in der ihr die heißesten Acts mit Temperatur bewertet. Wer will anfangen? Wer will anfangen? Ich habe auch ein paar Credits auf dem Jay-Z-Beyoncé-Album. Ich habe auf Track 4 die Adlibs gemacht. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie kommt die Stimme Kommt dir das bekannt vor? Ja. Ich darf das eigentlich nicht sagen, aber egal. Diesmal machen wir aber eine Playlist, ja? Diesmal findet man uns wirklich auf Spotify. Beim letzten Mal wollten wir machen, haben wir doch nicht gemacht. Diesmal machen wir eine Playlist und hauen die Songs da rein. Ja. Ich möchte dann auf jeden Fall ein paar Emo-Rap-Dinger reinhauen. Ich muss noch ein bisschen gucken, dass ich mich noch besser damit auskenne. Ich gebe erstmal pauschal 5000 Grad für Emo-Rap, weil da sind auf jeden Fall nice Sachen dabei. Bist du auch so einer, der jetzt plötzlich Existentation-Fan ist durch... Ich habe bestimmt Videobeweise, wie ich schon gesagt habe, im letzten Jahresrückblick den gefeiert habe. Ja, klar. Deshalb kann mir das keiner mehr vorwerfen. Richtig. Ja. Die anderen Sachen ziehe ich mir jetzt alle noch rein. Da bin ich tatsächlich noch kein Experte, aber ein bisschen. Also wenn ich nächste Folge Gesichtstattoos habe und bunte dann wissen wir Bescheid. Haare, dann wisst ihr, wo es herkommt. Also 5000 Grad gebe ich Emo-Rap. Pow, du. Ich finde, ich starte erstmal mit Deutschrap, weil normalerweise will ich Deutsch und Ami nicht mischen, aber diesmal komme ich nicht drum herum. Also deswegen fange ich mit Deutschrap an und ich habe das neue RIN-Mixtape gehört und dachte mir, was ist geschehen? Weil es so geil oder so scheiße ist? Nee, ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich verstehe ja den Witz, dass man Sachen irgendwie nach Kleidungsmarken und so benennt. Aber irgendwann, finde ich, muss man sich auch selber ernst genug nehmen und die richtige Mitte finden. Weißt du? Und das Mixtape hat, glaube ich, 10 Tracks, so 11 Tracks oder so. Und davon sind so gefühlt 8 heißen so Nike, Everex, Burberry, MCM, was weiß ich, Armani, Gucci, Swoosh. Weißt du, und das ist mir ein bisschen zu viel, um das aber wirklich auch ernst zu nehmen für das, was es ist. Also es wirkt dann wie eine Parodie in sich. Und da muss er ein bisschen aufpassen, das nicht zu überdrehen. Auch in den Lyrics, weißt du, das war dann in dem einen Song, glaube ich, One Night heißt der. Da sagt er, boah, da hatte ich heute noch was. Sie will, dass ich bin wie Playboy Cardi. Und dann 2 Sätze später in der Verse dann so, ich bin jetzt wie Playboy Cardi. Also das ist einfach irgendwie zu viel so. Das hat man Game auch zum Beispiel jahrelang vorgeworfen, so, dass der nur über andere Rapper rappt. So. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass das Name-Dropping nicht den Inhalt übersteigt. Weil das macht es dann für mich einfach belanglos. So. Ja, weil wahrscheinlich ist doch die Idee so zu sagen, ja, das ist jetzt sein Ding und dann zieht er das auch voll durch. Da fand ich aber zum Beispiel auf dem letzten Album waren so Sachen wie Monica Bellucci oder Bros oder so, das waren Songs, die haben wegen dem Arrangement, dem Beat, der Melodie, der Harmonik und so deswegen funktioniert. Die waren einfach geil so in sich. Und hier hat mir das ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. Die Songs haben sich versucht, über diesen Gimmick zu tragen, weißt du? Und das hat mir halt nicht gereicht. Aber Gott sei Dank ist ja nur ein Mixtape, das heißt, kann man davon ausgehen, dass da vielleicht nicht 100%ig am Anschlag gearbeitet wurde und dann fürs nächste Album vielleicht dann doch die Hits kommen. Deswegen gebe ich ihm nur 1500 Grad. Obwohl ich gespannt bin, immer wenn RIN was bringt, weil ich so normalerweise der Meinung bin, dass er von den neuen Jungs am ehesten gepeilt hat, was musikalisch, soundtechnisch so abgehen dürfte. Und dann ein kleines bisschen enttäuscht gewesen bin über das Mixtape. Aber das Outro war übertrieben geil. Das Outro war krass, hätte ich jetzt fast vergessen. Das Outro war mega. Hast du das gehört? Nein. Da rappt der gibt ja auch Props an Lackmann und der rappt auch ein bisschen wie Lackmann und das war geil. Davon soll er auch nicht zu viel machen, weil das will ich nicht von RIN hören so richtig. Der rappt da wirklich, der bringt Bars so. Aber das war krass, das kam auch unerwartet nach den 10 Tracks vorher, dass dann plötzlich so ein Outro kommt. Ja. Da sagt er auch, hier, ich kann rappen, ich habe euch gezeigt und so. Geil. Wie fandst du das Capital Bra Album? Auch ein bisschen enttäuschend, weil ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, wenn er jetzt so ein Album bringt mit 10 Neymars und One Night Stand und diese Pop-Dinger, dann hätte ich das sehr gefeiert, weil es einfach radikal, kompromisslos dann der Film gewesen wäre. Also nachdem dir das erst so viel Pop war, hast du dann gesagt, ich feiere es voll, dass er diese Pop-Schiene voll durchzieht und dann warst du wiederum enttäuscht, dass er sie dann doch nicht so krass durchgezogen hat, sondern dann wieder den harten Rap gebracht hat. Genau, es war so ein bisschen antäuschend. Also hat er dich komplett verwirrt. Genau, er hat angetäuscht und dachte ich, okay, jetzt kommt das, okay, jetzt fühle ich das auch, geil. Und dann kam das Album und dann war es doch halt viel Straße so. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, wie die Fans das gesehen haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen verwirrend für die ganzen Fans gewirkt hat so, weil, weißt du, das ist ja so der klassische Move, die Pop-Dinger als Single auszukoppeln und dann waren das die einzigen Pop-Dinger auf dem Album oder die einzigen, weißt du, herausstechenden Songs. Also ich hätte mir mehr davon gewünscht, weil ich auch fand, dass das streckenweise gut funktioniert hat einfach. Eher auf diesen Autotune. Also Neymar fand ich nice zum Beispiel. Ich würde ihm aber mal mindestens 5000 Grad geben, einfach dafür, dass er
Also gut, ich meine, man muss immer dazu sagen, dass meine Grade immer höher angesetzt werden als deine. Aber du machst ja nur zwischen 0 und 3000 und ich mache nur zwischen 3,5 und 7. Ja. Ich bin auf den Tag gespannt, wo du mal komplett volle Gradzahl raus. Dann ist das wahrscheinlich irgendwas, was ich gar nicht fühle. Da muss schon so Album of the Year Style sein. Bin mal gespannt. Aber ich finde es krass, wie er die ganze Zeit den Hype einfach so hochhält. Ich meine, vorher hat das 187 auch ziemlich lange geschafft, immer den Hype so hoch zu halten. Er schafft es jetzt halt auch. Und ich finde, so musikalisch ist das doch zumindest keine Enttäuschung. Ich glaube, dass er immer noch auch sehr viel Luft nach oben hat, weil er auch technisch und so weiter voll was drauf hat mit Gesang und Rap und so weiter und so fort. So, das ist alles noch sehr jung. So, da geht noch voll mehr auch, wenn er will. Aber ich finde, er hat einfach abgeliefert und hält halt den Hype auf einem, weißt du? Also er hält es auf höchstem Level so am Kochen. Und alleine dafür muss man doch mal mindestens 5000 Grad geben. Jein, weil ich glaube, mit seinem Album wäre es genauso geendet wie mit dem Album, wo dann abrupt Album war draußen und die Hitze war plötzlich weg. So, das hat keinen mehr so richtig interessiert. Weil, weißt du, so, die Kunst besteht ja da, okay, vorm Album die Leute heiß machen aufs Album, das kann ja jeder mehr oder weniger. Jesus und Capital können das besonders gut. Aber dann nach dem Album, wenn das schon da ist, immer noch die Hitze zu wahren, das ist schwierig. Das hat AZ zum Beispiel geschafft. Da hat er nochmal eine Single rausgehauen, überlebt. Also eine Single, die schon auf dem Album war. Und die ging trotzdem nochmal durch die Decke und so. Also das ist die wahre Kunst dann gerade im Spotify-Zeitalter, das noch zu schaffen. Und das hat Capital, glaube ich, nur geschafft, ein bisschen unabsichtlich durch diese Team Kuckuck-Trennung. So, das war ja jetzt nicht musikalisch, also dafür gebe ich keine Hitze. Niemand wird herausfinden, was er sonst halt eben gemacht hätte, dann Richtig. So, aber das ist halt das, was dann halt alles ein bisschen überlagert hat. Aber die Musik funktioniert ja auch. Egal, was ich sonst noch in Deutschrap reinwerfen könnte, wäre es Hack von Said und Frank Sinatra. Das hatte ich jetzt nicht so voll auf dem Schirm, so, ne? Fand ich schon immer sehr sympathisch, aber ich hatte jetzt nicht so die Todeserwartung daran, dann irgendeine Auskopplung gehört und so gedacht, das ist cool, das ist chillig, kann man gut hören. Ja. Nächstes Video gehört, oh, Oleg Sesh dabei. Ai, korrekt, kann man hören. Wenn so das ganze Album gehört, funktioniert, finde ich nice, ist halt hart West Coast und vor allem 50 Cent inspiriert, finde ich. Aber bei mir als 50 Cent Fan funktioniert das natürlich auch. Und ja, keine Ahnung. Ich habe aufgeschrieben, 4500 Grad würde ich dem geben. Said, ich gebe mal 3000. So. Aber ich habe es zu weniger gehört, als ich es vielleicht in einer anderen Phase des Jahres gehört habe, wegen diversen anderen Dingen, die das halt überlagert haben. Es ist auch voll gefährdet, davon überstrahlt zu werden, aber Deutschrap ist es gerade auch alle so, hey, die WM kommt, wir machen nichts. Ja, das hier ist schon so ein bisschen Dings. Ich hätte ansonsten noch hier, was die Amis angeht, zum Beispiel wollte ich Soldier Kid für Better Be 4000 Grad geben, der jetzt ja auch gerade dann ausnutzt, glaube ich, auch noch mehr Musik immer rausgehauen hat, nachdem er ihm vorgeworfen hat, er hätte angeblich Extentation. So, ich fand das Video einfach flashig, die hüpfen damit so Turbanen durch die Gegend. Wie gesagt, später hat es ein bisschen bitteren Beigeschmack gekriegt, dass ich mir so dachte, okay, also diese Usis waren einfach so ein Fashion-Statement, das ist ja noch bescheuerter, als wenn es ernst gewesen wäre. Fast, weiß auch nicht, was schlimmer wäre. Aber der Song funktioniert auch. Der klingt halt hart wie Kodak Black, aber solange Kodak Black noch im Knast ist, Mann, der Arme, Alter. Muss man ja irgendwie Ersatz dafür. Wegen was nochmal? Weil er in Anwesenheit eines Kleinkindes mit Knarren und Gras rumgefummelt hat? Weiß ich nicht. Klingt nach ihm auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Besser als mit Dings für ein Wheelie reingehen. Wie mir. Das war auch bescheuert, ey. Mann. Ja. Und The Carters, den gebe ich 5500 Grad übrigens. Pow. Ja, die sind verständlicherweise natürlich missing from my list hier. Ape Shit gebe ich sogar 6000 Grad. Ich finde, das war jetzt das zweitbeste Ami-Rap-Video nach Childish Gambino, was ich dieses Jahr gesehen habe. Aber ich habe vielleicht auch nicht alle gesehen. Mal abwarten bei den Hiphop.de Awards. Boah, da packst du mich jetzt auf den falschen Fuß, ey. Keine Ahnung. Kann sein, das Video war schon krass, ja. Natürlich, Mann, das war technisch und von der Idee und Umsetzung war das brutal. Nur ich fand halt, wie sagt man, ey, den Vibe habe ich nicht so gecatcht, um es mal so auszudrücken. So schwammig wie möglich auszudrücken. Wir haben es verstanden vorhin, dass du den Vibe nicht hast. Das kam rüber. Was gibt's denn, was geht mit den ganzen Kanye-Sachen? Hast du da jetzt jedem einzelnen ich gebe den einzelnen Protagonisten oder auch ich bin gespannt, ob Tiana Taylor bei euch dabei ist. Nebendarstellern. Also erstmal gebe ich Xatar 3000 für seine neue Single, dafür, dass es endlich mal ein Album angekündigt wird mit Datum und allem drum und dran und dass ich das Gefühl habe, dass bei AON langsam ein bisschen Ruhe und Struktur einkehrt. Und ich gebe, ehrlich gesagt, bevor ich hier zu meinen Top-Leuten gebe ich der WM 5000 Grad. Der WM? Ja, ich habe das Gefühl, die WM grätscht hier komplett in Deutschrap rein. Nicht nur, weil die Leute davon absehen, Sachen zu releasen, sondern auch, weil es dann auch noch die Sachen, die released werden, einfach überstrahlt.
Und ich könnt Pietro Lombardi zum Beispiel 5000 Grad geben, weil der einen astreinen WM-Song gemacht hat. Mit Phänomenal. Hast du den gehört? Natürlich nicht, ne? Nein, Spaß, aber das ist so... Ich will weder von ihm noch WM-Song, aber es sind beides zwei Kategorien, die ich mir von vornherein nicht anhöre. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, Mann, WM, ich glaube, die meisten haben sich echt gedacht, wir machen 4 Wochen Pause kurz. Das ist auch immer so, zu WM, du kannst machen, was du willst, es juckt sowieso keinen. Die Amis, denen ist das zum Glück egal, deshalb gibt es da noch Rap. Und ich fand es auch witzig, erst war alles von Kanye überstrahlt. Ich dachte mir so, Mann, wann drehen wir nicht wieder 7000 Grad? Schon wieder 8 Alben rausgekommen. Dann ist einer gestorben, dann kommen... Jetzt dachten wir, 7000 Grad. Ach so. Ich war noch Toni Kroos am Feiern. Ja. Was übrigens, dem Tor gebe ich auf jeden Fall 6800 Grad. Das war eins der, ich habe schon eine Menge geile Tore, also einfach auch vom Emotionalen her. Ja? Ich meine jetzt nicht die Schusstechnik analysieren oder sonst was, aber gerade dann ist so ein Tor ja geil, wenn es vorher die ganze Zeit scheiße war und du, weißt Klar. du? Sondern das ist so, dass im letzten Moment so einer noch reingeht, da wartest du in 150 Spielen da drauf und weißt, es passiert ja eh nicht. Aber wie geil wäre das, wenn der den jetzt einfach reinhauen würde und dann einmal funktioniert es, Alter. Das war auf jeden Fall sehr. Das war wahrscheinlich das wichtigste DFB-Tor seit Mario Götze. Mindestens seit Mario Götze, dann hätte man es aber vielleicht doch im Elfmeterschießen gewonnen. Also vielleicht sogar noch seit, weiß nicht, Mann. Wer hat gegen Algerien getroffen? Andi Brehme. Schürrle oder so. Andi Brehme. Genau. Egal, lass das dem Pillow überlassen. Genau, das machen ja, wir ja. nicht mit Feuer für die nigerianische Nationalmannschaft. Das Und machen wir für deren nächsten- Trikot. Die kommen vielleicht weiter, Alter. Ey, du weißt gar nicht, was bei mir zu Hause los war. Glaube ich. Ey, alle waren am Schreien, ich war am Chillen, ich denke mir so, was ist los, weil ich das jetzt nicht so verfolge, sorry. Ich habe in ganz meine Düsseldorf Brüder bei haben dem Großtor geschrien. am lautesten geschrien, easy. Ja. Mindestens in Düsseldorf. Ja, ich will gar Rheinland nicht bin ich wissen, nicht was in sicher. Afrika Aber abging. Ich war auf einer türkischen Hochzeit, da war die Stimmung ein bisschen anders als dadurch, dass Özil und Gündogan auf der Bank saßen von Anfang an. So, aber um zurückzukommen zum Thema, ich gebe Nas 6000 Grad. Vielleicht schwäche ich es ab auf 5500. Du hast mir den schon ein bisschen auseinandergenommen jetzt. Jetzt sehe ich das anders, das Nas-Album. Ja? I'm sorry, Nas. Der wird getoppt aber von Tiana Taylor. Der gebe ich 6500 Grad. Wahnsinnig gutes Album. Hätte ich so jetzt nicht direkt erwartet, aber geile Samples, mega gute Songs, einfach eine sehr gute Balance gefunden, so nicht zu viel irgendwie mit Rap zugemüllt, so weißt du, sondern die haben sie halt machen lassen in ihrer Welt, was sie halt ist, so. Ja. Und ich gebe noch... Kannst du mir, Moment mal, den 8. Song da drauf, der gehört schon offiziell zu dem Album, Ja, oder? das ist WTP. Mit diesem Suchtdings da. Wie heißt der? WTP, was? Ja. Hä? Was zur Hölle soll das sein, Alter? Das klingt wie so ein Song, wo 60-jährige Disco-Fox drauf tanzen, Alter. Nach der Liste. Ich hatte ja eine Theorie, die wollte ich vorher sagen, warum dieses Album 8 Songs hat. Und vielleicht ist deswegen einfach nur der 8. Song da drauf gelandet, weil Kanye einfach ein Regelbrecher ist. So, und er hätte dann Bock, einfach die Regel, die er selber aufgestellt hat, nochmal am Ende so richtig zu brechen. So. Das geht jetzt nicht, dass wir die Regel durchziehen. So. Ja, deswegen haben die wahrscheinlich Mit 8 so einem Songs guten alten deutschen Après-Ski-Hit. Ja. Ja. Aber bis dahin war das Album brutal. Ja, die anderen 7, ja. Bis dahin war das Album auf jeden Fall. Und ich gebe auf Platz 2 gebe ich Ty Dolla $ign 6500 Grad, ohne eigenes Release, ohne gar nichts. Aber der war auf allen diesen Kanye-Alben vertreten, fast. Also entweder im Hintergrund oder voll drauf und so. Der war auch auf dem Tiana Taylor-Album drauf. Oh mein Gott. Auch ohne Feature oder so. Deswegen, das kommt so überraschend bei diesen Alben. Alles zerrissen. Also ich feiere seine Stimme, wie der Sachen einfach umsetzt. So, der war zum Beispiel auf dem Christina Aguilera-Album, bei dem Kanye produzierten Song Accelerate, war der auch drauf, hat die Adlibs gemacht und der hat den Song einfach mal um 230% geiler gemacht. Ty Dolla $ign. So. Worauf du immer achtest, okay? Alter, der Typ ist so eine Maschine. Und ich habe den gesehen bei dem Wyoming-Ding. Da war der auch da. Der war ehrlich gesagt der gechillteste von allen, obwohl er Tattoo sieht aus wie der größte Superstar, aber ist der niceste Typ so. Und er meinte, die hätten ihn angerufen, irgendwie. Was meint er? Er macht, glaube ich, 48 Stunden. Vor 48 Stunden haben die mich angerufen, haben mich einfliegen lassen nach Wyoming und ich sollte noch an dem Album arbeiten. Ich so, auf wie viele Songs bist du drauf? Also ja, 4, 5, mache ich eben so Harmonien, was weiß ich, ne? Und er meinte, dass die innerhalb der letzten 2 Tage fast das gesamte Album noch geschrieben haben. Also als ich ankam, war alles nur Mumbling. Da waren so Kanye-Verses so gemumbled und was weiß ich, waren Harmonien und so ein Scheiß. Aber die haben das Album halt dann wohl... Er hat es mir so erzählt, nicht im Interview oder so. Das heißt, er wollte da jetzt nicht einen Film drum machen, sondern er meinte halt, die haben das so hauptsächlich in 2 Tagen geschrieben, das ganze Album. Ja. Das Yay-Album. Das Yay-Album, ja genau. Hört man dem auch ein bisschen an, dem Album. Das ist so im Schnelldurchdurchlauf. Ja, das ist ja nicht so gemacht, aber ja.
Ja. Egal, lass uns nicht wieder dazu zurück. Hau deine Flammen raus. Also Ty Dolla $ign, wie gesagt, 6500 Grad, absolute Rasur, der Typ in seiner ganzen Erscheinung. Und Platz 1 lasse ich frei, den erst will ich dich hören. Oder hast du schon alle? Ich habe keine Gradzahl hingekriegt für J-Rock. Ich dachte, du machst das vielleicht. Stimmt, weil ich habe den nicht so richtig gehört. Ich habe am Anfang nur den einen, welcher war denn das nochmal, Alter? Win? Den mit Kendrick? Nee, War das Win. der mit Kendrick? Der Win ist der Nervige. Win. Ach so, ja, okay, ja. Der immer in der Playlist ist mir, was ist das für ein Cool? Ach ja, J-Rock, okay. Den fühle ich nicht. Ich fand das Album gut. The Bloodiest ist zum Beispiel geil. Der mit J. Cole, den man übrigens komplett wieder vergessen hat durch diese ganze Kanye-Aktion. Ich musste ihm, glaube ich, direkt 1000 Grad abziehen, noch was ich ihm damals gegeben habe. J. Cole steht jetzt voll im Schatten, finde ich. Immer noch, aber eins der 5 besten Alben so des Jahres, finde ich. Nicht die 5 Kanye-Alben schon besser? War ja auch nicht alles Rap. Egal, warten wir mal ab. Ja, aber J. Rock kann ich keine Grad geben. Besser als Nas, oder nicht? J. Cole war besser als Nas für dich, oder nicht? Ich muss da jetzt mal nochmal reinhören. Ich höre ja eigentlich Nas gerne. Wahrscheinlich bin ich deshalb ja auch so streng mit dem Album dann gewesen, während mich J. Cole eigentlich auch nicht juckt. Muss ich jetzt dann nochmal hören, Alter. Keine Ahnung. Okay. Aber wirklich also J-Rock kann ich keine Grad geben. Ich hätte jetzt nur noch, ich würde einfach Kanye West insgesamt, ich habe darauf verzichtet, die alle nochmal einzeln zu ranken, wir haben mal 30 Stunden drüber geredet. Achso, eine Sache noch dazu, mit den 5 Alben. Ich glaube, dass das ein genialer Hammer-Move und sonst was war. Ich frage mich aber die ganze Zeit, wird man sich an eins von den 5 Alben auch noch einzeln in 5 Jahren immer noch erinnern? Oder ging das vielleicht dadurch, dass die alle in so eine Kampagne waren und alle nur 7 Songs haben, so ein bisschen unter? Und ich glaube so ein bisschen, dass das Kids See Ghost Album und vielleicht Ye die einzigen sind, die wirklich so die Zeit überstehen. Und das andere halt mehr so, ach ja, und dann hatte Nas ja noch dieses Ding mit Kanye gemacht. Ja, Stimmt, ich glaube auch Nas und Pusher werden dem so ein bisschen zum Opfer fallen. Ich sehe das so als ein Ding und ich gebe Kanye insgesamt, keine Ahnung, Alter, 6600 Grad. Ich würde auf jeden Fall hart Richtung 7000 irgendwo gehen, weil, die Aktion, nicht, dass die jetzt jeder wiederholen muss, das funktioniert auch nur einmal vielleicht und dann ist es geil. Aber das, was ich vor 4,5 Stunden zum Anfang dieser Sendung meinte, ja, ist so. Die Aktion ist einfach krass. Dafür 6600 Grad und das wäre mein Spitzenreiter für diesen Monat. Ja. Mein Spitzenreiter ist natürlich auch Kanye West und ich packe zum ersten Mal die 7000 Grad jetzt aus. Ja, Mann. Tschüss. Ja, krass, früher als gedacht. Weniger vielleicht für die Musik. Da komme ich mir richtig geizig vor mit meinen 6,6 jetzt. Ja, weniger für die Musik, die dabei rauskam, weil die war vielleicht nicht ganz auf 7000 Grad Level. Aber die Schnittchen in Wyoming. Ja, ob du es glaubst oder nicht, wir haben da kaum gegessen. Da gab es so geiles Buffet, aber es war Fear of Missing Out sein Vater auf dieser Veranstaltung. Das heißt, du wolltest nicht auf Klo, nicht essen, nicht trinken, gar nichts. Du wolltest einfach nur stehen und sagen, das ist Paul Rosenberg, das ist Tim Westwood. Übrigens, wir sind mit Tim Westwood geflogen im Flugzeug und am Anfang, wenn du in diesem Privatjet bist, die rufen deine Namen auf, ob jeder da ist. So, Aria, Ruse, Farhan. Und dann rufen die einzelnen Namen auf und bei jedem Namen meldet sich derjenige und dann sagt die so, Tim Westwood. Und alle im Flugzeug, Tim Westwood TV. Das ist ja sein Catchphrase, sein Ding so. Ja, auch ein geiler Typ. Aber wie gesagt, wir haben da nicht so viel gegessen. Aber generell diese ganze Aktion, die du ja jetzt auch schon zu Genüge gelobt hast, mit den, wir machen nur 7 Songs, wir machen 5 Alben in 5 Wochen, ich produziere alles, das ganze Sampling-Game. Einfach die ganze Liebe und die ganze Überlegung, das ganze Konzept, was in diesem kompletten Ding steckte, ist so einmalig, dass, du hast recht, man wird sich vielleicht nicht an die einzelnen Alben erinnern, aber das Ding als solches wird schon sehr, sehr lange leben und das wird so ein Benchmark sein für, weißt du, Leute, die das übertreffen okay, wollen. du vergibst die 7000 Grad auf jeden Fall nicht falsch, finde ich, für die ganze Aktion und auch für die ganze Mucke da drin. Ja. Korrekt. Geile Scheiße. Killer. Okay, das ist auf jeden Fall mal ein cooles Schlusswort. Deswegen in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war 7000 Grad. Hinterlasst ganz viele Kommentare, abonniert Hiphop.de, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Bis dann.